Was machst du da? Ah, ich bleibe hier. Was ist das? Meine Güte. Ich habe mein Campervan-Konzept gefunden. Echt jetzt? Was ist denn das? Ah. Oh. Bitte? Ja. Chinesische Massage, würde ich sagen, ne? Im Camper? Ja, Okay, krass. kann ich mir hier auch einstellen. Ich war gerade ein bisschen verwundert. Die junge Dame ist hier an diesem Sitz vorbeigelaufen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie es einfährt. Aber das war ganz... Oh, hier. Ich kann hier sogar Wärme? alles. Hier, die ganze Farbgestaltung vom Camper kann ich hier ändern. Wow. Da Alles. ist noch ein Hutbett oben. Ja, das Hubbett ist halt irgendwie sehr spektakulär. Hier kann ich... Oh, noch einen Popolüfter einstellen. Oh. Oh. Marco? Nee, wirklich, ey, jetzt wird mir hier gerade kalte Luft in den Popo geblasen. Es ist nicht andersrum, dass warme Luft aus dem Popo rauskommt, ja? Ganz gut. Besser ist es. Ey, voll geil. Also, nee, also wenn du mal in warmen Temperaturregionen unterwegs bist, das ist ja der Hammer. Aber das ist ja krass, ne? Das ist so das Auto, womit du deine Schwiegereltern abholst, oder? Das ist ja der Hammer. Oder für wen ist das Auto gedacht? Oh, ich habe keine Ahnung, aber das ist, ich glaube, es ist so ein Junggesellenauto. Wo kann ich denn das hier einfahren? Warte mal. Oh, jetzt passiert irgendwas Aber mit es Luftdruck. sind 6 Sitze hier drin. Hier, guck mal. Ja. Ich fahre das Ding jetzt ein und es ist weg. Ach, krass. Das ist cool, oder? Das ist richtig cool. Ja, also das ist ja der Oberkracher, was dieser Sitz hier alles kann. Das ist schon faszinierend, ne? Ich kann hier sogar, warte mal, Kannst es hochklappen, ne? Ja, ich kann hier sogar eine Schlafversion Zeig von mal. machen. Allein das ist schon geil, ne? Dass das Teil hier so rausfährt. Und? Geht's? Geht's? Oh. Ist aber auch Platz für deine langen Beine? Ja, warte, ich kann den ganzen Sitz hier auch noch nach hinten fahren. Aha. Er hat's raus, er hat's raus. Ja, Er ja. weiß, wie es geht. Ja, wir machen ein Rennen jetzt, ne? Ja? Ja. Race. Oh. Jetzt werde ich zusammengeklappt. Oh, gleich geht er gar nicht mehr nach hinten, ne? Ja, okay. Geht gar nicht mehr Ja, nach hinten. okay. Ja. Ja, okay. Stopp. Den anderen kannst du Ja. weiterstellen. Ja, I know. 呢 Back. 隻呢隻唔得，呢隻佢呢度頂住。 Ja. Okay, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie er zurückgeht. Hier wahrscheinlich. So. Shische. Das ist auch faszinierend, ne? Dass dann halt immer alle helfen wollen, aber selber nicht wissen, wie es geht. Ja, irgendwo rauftippen. Wird Genau. schon klappen. Ja, ist genau. es denn auf Chinesisch oder? Ja, es ist leider Alles auf Chinesisch? es ist leider auf Chinesisch. Ah, okay. Aber das ist schon spektakulär und wir bekommen es ja jetzt auch gezeigt, wie es dann wäre, wenn Ja. man so ein bisschen Also in man die... kann auf den zweiten Sitz kann man auch richtig die Beine hochlegen. Genau. Das ist schon cool. Mit Massage. Und trotz alledem massiert das Teil, genau. Aber das Spannende bei diesem Fahrzeug ist auch, dass ich hier trotz alledem ein Bett habe, Ja. was hier unter der Decke hängt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier auch runterlassen können. Das kann ich gleich mal gucken. Mhm. In Deutschland wäre das natürlich alles schon längst deaktiviert. Aber vielleicht finden wir hier auch gleich den Knopf, wo wir das mal machen können. Also ich glaube, er hat seinen Schlafplatz für heute gefunden. Ich vermute auch. Wenn ich ihm da jetzt noch einen Tee hinstelle, dann steht er nicht mehr auf. Ich vermute auch. Aber es ist halt auch ganz angenehm. Wahrscheinlich lässt er sich auch gerade irgendwie die kalte Luft in den Popo blasen. Ihr seht beide auf jeden Fall sehr zufrieden aus. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man diese Massagefunktion wieder ausstellt, ehrlich gesagt. Ist klar. Das Ob jetzt massiert ihr jetzt halt einfach die ganze Zeit Ja, weiter. nee, ich gehe dann schon mal weiter, ne? Ja, genau. Ich gehe schon mal einmal hinten rum. Nee, warte, Wir ich will treffen auch uns noch da mal hinten gleich. gucken. So.
Ah. Aber Susi, Ja. es ist verrückterweise doch ein Camper-Konzept. Denn, Ist es? ja, das Verrückte bei diesem Konzept ist, diese Sitze hier lassen sich klappen. Ja. Also du kannst diese hier nehmen, kannst sie nach vorne Ach klappen. komm, hör auf. Und dann kannst du hier ein komplettes Bett draus bauen. Also es ist jetzt nicht breit. Was ist das? 1,20? Ist jetzt nicht wahnsinnig groß, ne? Seien wir ehrlich. Ja, für 2 Leute ist das aber ein geiles Konzept. Ne? Für 2 du kannst Leute? das Auto als normalen Transporter nutzen, Ja. mit richtig unfassbar geilen Stühlen, Ja. ne? Mit Massagefunktion, mit Gebläse. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Und du kannst hier, und das ist auch schön, die Matratzen haben eine richtig gute Stärke. Ne? Das sind stimmt. jetzt halt nicht irgendwie irgendwelche puppeligen Matratzen. Ich muss halt mal warten, bis er da abhaut, weil man muss den Sitz hier halt dafür nach vorne fahren. Den kannst du dann umklappen und dann kannst du aus dieser ganzen Geschichte hier ein Bett machen und kannst hier noch das zweite Bett runterlassen. Also Was habe ich hier noch in diesem Block? Was ist das? hier ist das Bad drin. Also du hast hier ein vollwertiges Badezimmer mit einer Tredford Toilette verbaut und Ja. einer Dusche, also alles drin. Du hast hier ein Klimagerät drin. Und das ist alles hier in einem Camper-Van. Ne? Das ist kein Wohnmobil, sondern das ist jetzt hier auch wieder auf Ford-Basis. Ne? Unter 6 Meter. Also ich finde, das ist ein geiles Konzept. Wir wollen mal gucken, ob wir das jetzt hier nach vorne fahren können. Ob es hier ein Zurück gibt. Guck mal, das kannst du ganz nach vorne klappen. Ja, okay. Okay. Und dann kannst du das theoretisch hier auch umklappen. Krass. Und dann kannst du dir hier dein Bett draus bauen. Also okay. das ist echt eine coole Lösung. Ja, nicht schlecht. Ja, sehr cool. Und oben haben wir noch mal ein Bett. Das sind jetzt hier die Leuchten. Aber man sieht schon, elektrisch kannst du das hier runterfahren lassen. Und Ja, hast dann aber darüber noch wo ein Bett. weiß ich noch nicht so genau. Den Hebel haben wir. Warte mal, vielleicht geht es. Soll ich mal gucken? Vorsichtshalber? Weiß nicht. Lieber nicht, Vielleicht ne? lieber nicht. Vielleicht Also, lieber nicht. Aber theoretisch kann man es runterfahren lassen, genau. ja. Und es geht hier auf diese Höhe ungefähr, ne? Das kannst du wahrscheinlich stufenlos einstellen, vermute ich mal, ne? Ja. Dass du Aber halt ist ja gucken egal, kannst. wenn hier die Füße drunter liegen, also hier vorne, also hier hinten, ehrlich gesagt, dann kannst du ja trotzdem noch bequem hier liegen. Da vorne einsteigen, hier die Füße, perfekt. Ja, absolut. Du kannst auch andersrum liegen, ne? Dann hast du es halt ein bisschen mehr höhliger und muckeliger. Also das ist auf jeden Fall ein Camper-Konzept, was seine Berechtigung hat. Ich finde, am Anfang ist es halt erklärungsbedürftig. Ne? Du Ja. siehst es nicht sofort, wie das so funktioniert. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 6 Sitzer. Ja. Und du kannst trotzdem mit 2 Personen hier in diesem Ding schlafen. Und vor allen Dingen, was ich ganz charmant finde, ist, von außen sieht das Ding gar nicht unbedingt so aus, als wenn es so ein Camper wäre, ne? Aber das zeigen wir gleich. Und guck mal, du hast hier wieder so eine kleine Küchenzeile. Auch wieder mit einer kleinen Kochfeldplatte hier. Mit einem Kühlschrank. Ist alles da, ne? In so einem kleinen Auto. Also, das ist echt fantastisch. Dann hast du hier noch ein bisschen Stauraum. Und was die Chinesen einfach wirklich gut machen, ist Licht. Also es ist auch schon wieder ein geiles Lichtkonzept hier. Ganz nette Farben hier auch mit dieser Tagesdeckenbeleuchtung, die du verrückterweise aus deinem Massagesessel oben auch nochmal farblich dann verändern kannst. Wenn dir heute eher so nach blau ist, dann machst du das ganze Ding halt einfach mal blau, ne? Naja, mal ehrlich, ne? Wer will dann extra von seinem Massagestuhl aufstehen, um die Lichtfarbe seines Autos zu verändern? Da will ich doch sitzen bleiben. Ja, richtig, aber das Verrückte ist ja, du kannst ja hier ist schon sehr dekadent. eine Wellness-Lichttherapie machen, ne? Weil wir wissen ja alle, ne? So ein richtig schönes Himmelblau, ne? Das macht ja glücklich.
So, und deswegen guckt weiterhin unseren Kanal, bleibt glücklich in diesem Motto, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns, nachdem wir euch nochmal die Außenansicht von diesem Auto gezeigt haben. Und das wieder spannend, ne? Die Kooperation Ford und JMC als Kombination. Ich finde dieses Fahrzeug richtig gelungen, richtig geil, sieht cool aus. Schaut es euch an. Und auch hinten ist das Auto spannend, ne? Guck mal hier. Und das meine ich mit aufgeräumt. Das sieht aber richtig ordentlich aus, was die Chinesen hier abliefern, oder? Das ist so aufgeräumt. Ja, da kommst du mal an alles ran. Da weißt du genau, wo welche Anschlüsse sind. Da hast du hier deinen Sicherungskasten, da hast du hier deine Sicherungen. Also es ist alles schön beschriftet. sehr schön beschriftet. Und aber natürlich auch gut zu finden. Ja, hier unterm Bett ist noch ein bisschen Staumöglichkeit. Natürlich jetzt, da du hier in einem Auto für 6 Personen als Sitzfläche und 2 Personen als Schlaffläche wenig Platz sowieso zur Verfügung hast, haben sie halt auch relativ geringen Stauraum. Aber ich glaube, für die Zwecke ist das allemal ausreichend. Hier ist ja eine Tretford-Toilette verbaut, deswegen kommst du hier von hinten dann an deine Toilette ran. Und wir hören schon bei den Chinesen, es wird ein bisschen lauter. Vielleicht gucken wir uns gleich mal an, worum es geht. Aber erstmal zeigen wir euch das Auto nochmal. Ja, und bis auf das Fenster kann man doch nicht wirklich wahrnehmen, dass das hier ein Camper ist, oder? Ist doch ein richtig geiles Auto. Also mir gefällt das auch mal vom Design richtig gut hier mit diesen gelben Wellen. Longtree. Aber noch spektakulärer ist wirklich die Front des Autos. Gefällt mir richtig gut.